Von Santo Domingo aus wenden wir uns nun weiter nach Westen und erreichen schließlich nach einem Tag auf See die Nordostküste der Insel Jamaika mit dem Hafen von Port Antonio. Schon bei der Einfahrt in den wunderbaren Naturhafen zeigt es sich, dass dieser sicherlich zu den weltweit schönsten Anlegeplätzen zählt. Dass dieser nur für kleinere Schiffe geeignet ist, beweist schon ein Blick auf das ungewöhnliche Pier. Zunächst einmal lassen wir uns unser Frühstück schmecken und genießen die Aussicht von Bord. Danach ist es aber an der Zeit, die fantastische Umgebung zu erkunden, und wir starten per Kleinbus zu der Landzunge Folly Point, wo wir eine kuriose Ruinenstätte sowie einen Leuchtturm besichtigen. Nochmals werfen wir einen Blick zurück auf das Schiff und unsere Tour rund um die Bucht kann beginnen. An der Ostseite der Halbinsel ließ Annie Tiffany, Erbin des Tiffany-Vermögens, anfangs des 20. Jahrhunderts eine mit allen Schikanen ausgestattete Nachbildung einer römischen Villa erbauen. Allerdings ließ ihr Ehemann den Beton mit Meerwasser anrühren, was das protzige Bauwerk rasch verfallen ließ. Die Ehefrau bezeichnete dies als Folly oder extreme Blödheit. Seither wird die gesamte Landzunge und auch der an der Spitze befindliche Leuchtturm nach dieser Geschichte Folly genannt. Mindestens genauso interessant wie der Leuchtturm ist das Spiel der Wellen in dessen Umgebung. Wir verlassen nun die Landzunge in östlicher Richtung entlang der schönen Küstenlinie, passieren die Hochzeitsdestination Trident Castle und erreichen schließlich mit dem Frenchman's Cove Beach das Hauptziel des Tages. Interessiert blicken wir bald auf das Trident Castle, ein Luxushotel, das gerne für die Ausrichtung von Hochzeitsfeierlichkeiten genutzt wird. Dann ist es nicht mehr weit zu einem Ort, den man mit Fug und Recht wohl als den Traumstrand schlechthin bezeichnen möchte. Das Meer strömt hier in eine Bucht hinein, die sich in Richtung eines glasklaren Flusseinlaufs in tropischer Umgebung erweitert. Etwas später am Tag intensiviert sich die einströmende Brandung. Nur ungern verabschieden wir uns von diesem Paradies und fahren noch ein Stückchen weiter in östlicher Richtung, um ein weiteres Phänomen, die sogenannte Blaue Lagune, zu besichtigen. Immer wieder blicken wir fasziniert auf traumhafte Badeplätze entlang der Küste.
Wenig später erreichen wir die Blaue Lagune, die nur eine ganz enge Verbindung zum Meer aufweist und daher wie ein spiegelglatter, tiefblauer See wirkt. Während der Rückfahrt blicken wir nochmals fasziniert auf das Trident Castle und kehren anschließend zu der ungewohnt attraktiven Hafenumgebung zurück. Die einsetzende rhythmische Musik lockt uns alsbald zu einem feuchtfröhlichen Treffen an der Bar. Die gute Stimmung setzt sich nahtlos an Bord des Schiffes fort. Während der Ausfahrt beobachten wir interessiert, wie der an Bord befindliche lokale Hafenlotse das Schiff wieder verlässt.